Liechtenstein, in Brussels, in Romania, in Salina Turda, and now at last stop in Berlin. Das Traum Champions League Finale 2017 wird gemeinsam mit Conrad hier durchgeführt. The Drone Champions League final will be organized together with our partner of Conrad. Ja, und an meiner Seite jetzt, ich nenne ihn ganz gerne Mr. Drone Champions League, Herbert Weirater. To our right, Mr. Drone Champions League, Mr. Herbert Weirater. Ja, Herbert, schön langsam neigt sich das Jahr 2017 zu Ende, so das Resümee jetzt für dich persönlich. Ja, es war eine sehr turbulente Saison, es hat speziell in Paris English? Who speaks English in here? Then I do it in English. So the question was, how was the season and how we came here? Well, we started quite turbulent in Paris with a lot of people with the Champs-Élysées blocking the street, thousands of people there, and also a lot of problems at the beginning. The technology was new, what we were using, and we had not a lot of experience. We then really developed quite good, in my opinion, that we got procedures in place so the sport could evolve and got fairer and better for everybody. I think in terms of the sport also, the pilots are developing to become more professional. Nowadays I think we have like 6 to 8 professional pilots. Beginning of the year was maybe a little bit less. And I think that's the sport is growing into a professional direction, which is very interesting, also for us. Yeah, and I think it has a quite bright future with that. Machst du das jetzt auch in Deutsch oder haben alle verstanden, so was in Deutsch machen? Bright future. Gut, alles verstanden. Sonst einfach bitte melden. Ja, wir haben heute einen spannenden Wettkampf erleben können. Eigentlich jene, denen wir es zugetraut haben, die haben heute nicht so gut aufgezeigt. Today we had a really War natürlich oberaffengeil. Was soll ich sonst behaupten? Gegen Conrad zu fliegen war eigentlich unser Wunschkandidat. Ja. Hat immer prima geklappt mit dem. Nee, ist auch ein sehr befreundetes Team und wir haben vorher schon gesagt, egal wer gewinnt, es wird heute 2 Gewinner geben. Ja, und wir haben unseren Punktestand nochmal ordentlich aufgepolstert für das große Finale morgen. Und ich denke, wir werden da auch nochmal eine gute Performance zeigen. Oder nicht ich, aber unsere Piloten. So the question was how the race from Norbert's perspective was today, and of course he said it was absolutely amazing for him and his team today. He also mentioned the good relationship between the team of Jockel and the Conrad guys, but of course for today they achieved quite good points for the overall ranking, and they're looking forward for tomorrow. Ja, Niklas Sohle aus dem Gewinnerteam, ein ganz junger Pilot. Niklas, was war jetzt für dich die Herausforderung bei diesem Race? War es die Nervenanspannung, was der Race selbst, was war es für dich jetzt persönlich? Niklas, for you as a really young pilot, what were the most interesting parts here? Was it the nerves? Was it the track? What was it for you? Yeah, the most difficult part of this track was that it was really tight, it was indoors, we were not really used to indoors racing, and we didn't have quite as much practice as planned, but everyone tried to get the best out of the practice yesterday, and yeah, so we did the qualifying really good, used it also as a practice this morning, and yeah, it went really good. Zweiten Platz heute, auch eigentlich überraschend, sehr erfreulich für das Team Conrad Racing Team.
Joachim, Ruben, ihr habt so richtige Aufholjagd heute gestartet. So the second place today, a little bit surprising as well. Conrad Racing. So Joachim, you really started to get ahead. What was it for you today? Yeah, well, first of all, congratulations to Flavio one more time. As he already mentioned that we are almost a family. The team ownership is very close. So sometimes we're going to help each other. That's very simple. This time we have the second place. It was really breathtaking here, the scenario here to be in Berlin as a Conrad company, and which is also, how to say this in English, established here in Berlin. So it's nice to be here at the campus, and yeah, what to say? Great. Great. Really happy about that. Ja, dritter Platz, Next Place Racing, Richard de Aragoins, habe ich das richtig gemacht. Ihr habt auch heute eine relative Aufholjagd gemacht und schlussendlich dritter Platz, glaube ich, auch sehr erfreulich. So Richard, third place for you today for Next Place Racing. You also caught up quite good at the end. What was it like for you today? But first of all, I just want to thank DCL and Conrad for putting on an amazing event in Berlin. It really is a spectacular finale. Both the track, the music, the catering, everything. It's a really beautifully put on event. And big congratulations to, of course, to Conrad for getting a 1-2 today. That shows you how racing is. We qualified in P1, so we thought we had the pace, but racing, you know, it doesn't always go your way, and today it didn't. But we're very happy because today we're leading the championship. So we managed to overtake Rotoran, which was our main goal. And tomorrow it's going to be tricky because 3 teams are scrapping it out: Flyduino and Rotoran and ourselves. And so it's all to play for tomorrow. Tomorrow is going to be a very dramatic day for us. Ja, ich habe schon erwähnt, die Drone Champions League, das Finale hier in Berlin in enger Zusammenarbeit, in Kooperation mit Conrad. Bei mir Verbi Richter, sie ist die geschäftsführende Direktorin von Conrad Elektronen. Wie passt denn eigentlich die Drone Champions League, Drohnenrennen mit Conrad zusammen? So from the big partner Conrad, Verbi Richter, what's your opinion? How does DCL drone racing and Conrad fit together? Yeah, well, should I do it in English immediately? I think it's easier. Well, it fits perfectly well together, because if we take a look at our history, it comes very much from everything which is constructing, which we have a long history of 35 years, so which converted within the new future trends into drones. And that's actually perfectly matching to what we are doing. And I think that's also what you can see on the Conrad campus today. So everything which was a fascinating drone race. Eine ganze Palette, die Conrad anbietet. So Conrad not only huge in drone racing, but also a lot of other stuff relevant. Absolutely. And this other stuff, I mean, we have like 1 million products in our assortment. So, but let's focus on this actually area we're in. Absolutely. I mean, there's this Master Series, which you can see on the Conrad campus as well. And there is, I mean, all the drone different elements which we can offer. So, yeah, there's a huge range of stuff. Gut, danke schön. So, die Fragen können jetzt von Ihnen gestellt werden, meine Damen und Herren. Wem darf ich denn das Wort? Warum Drohnen auch so perfekt zu uns passen? Ja, die Kombination, wenn Sie schauen, all das, was wir in den faszinierenden Drohnenrennen gesehen haben, ich habe gesagt, für mich das auch das erste Mal, in der Kombination Technik 4.0, alles, was man so beim Conrad Campus sieht. Wir haben da alle Themen, wir haben 3D-Printing, wir haben Robotics, wird schon schwierig, gibt es gar keine deutschen Wörter, Robotics, 3D-Printing. Natürlich die Maker Fair von Conrad und auch unsere eigenen Master Series, die ja, eine kleine Drohne, unsere kleine Master Series, die ja auch dann noch gemacht wird. Von daher war das eine perfekte Kombination, dass man das einerseits sehen und dann auch selber erleben kann. Und zum Thema Sortiment, ja, wir haben natürlich deutlich mehr als nur Drohnen in unserem Sortiment, in Summe 1 Million Produkte, die aber jetzt, sage ich mal, in diesem Kontext hier relevant sind. Sehr viel natürlich aus dem Thema Modellbau, Drohnen und auch aus den Master Series ein riesengroßes Angebot dabei. Danke. Gerne. So, any questions from the audience for the pilots? Herbert? I have questions to
and team owners. At the start, quite often, not all 4 drones are taking off at the same time. Is there a tactic behind? Sure. Very simple. Yes. Yes. Very Deutsch, yeah. And which one? I think we've learned through the season that with 8 drones taking off at the same time in the V-shaped grid and with faster pilots at the back, it's very easy to have mid-airs and for your own pilots to take out your own team. So what we tend to do is, depending on the pace in the team, we might stagger the qualifying time, so we let 2 pilots go a fraction before 2 more pilots, which just gives a chance for more pilots to be in the air on the end of the first lap. You know, we all want to have a longer race and have more drones in the air, and I think quite a few other teams have a bit of a staggered policy on race start. No, we just start. Just take it clear, Richard. Take a look at you. So, any questions? Kann man schon einen Ausblick geben aufs nächste Jahr? Irgendeine Idee davon, was uns erwarten könnte? So, is there any chance of information on next year? What are the plans for next year? Man darf noch nicht so viel verraten. Grundsätzlich machen wir aber langfristige Verträge mit den Locations. Darum kann man davon ausgehen, dass viele Locations, wo heuer Teil vom Kalender waren, dann nächstes Jahr auch wieder dabei sein werden. We can't tell too much at the moment, but basically we always try to establish long-year contracts with the locations. So most of the locations from this year are probably to be found in the next year's calendar as well. Yeah. Die langjährigen Verträge betreffen auch Conrad, also wird es auch quasi von Conrad eine Partnerschaft weiterhin in dem Maße geben und auch wieder in Berlin ist ein Event oder in einer anderen Stadt? Regarding the long-year contracts, is it also a long-year contract with Conrad? Will Conrad be part of the DCL next season? Will it be as well here in Berlin or maybe another time? That's what we're going to check out. I mean, we just started this cooperation this year, so I think we're both going to sit together, both parties, and discuss about the learnings, how this went together, and then we're going to decide about the future. Soll ich nochmal? Ja, ganz kurz. Also, wir werden uns natürlich nach dem tollen Ereignis jetzt gemeinsam hinsetzen und es gemeinsam auswerten und dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht. Ja. Eine Frage an den Piloten. Wie bereitet ihr euch vor? Wie geht ihr in so ein Rennen? Wie sieht der Tag davor aus? Der Morgen vielleicht? Ein bisschen Einblick in das Seelenleben. Seid ihr aufgeregt? Ein bisschen mal aus der Perspektive. So questions for the pilots. What's your routine ahead of the event? What you're doing the day before, maybe even in the morning? Are you nervous? What are your routines? Yeah, our routine. Basically, every individual pilot has its own routine in the morning and also the days before. So every pilot has a different routine of practicing as well. And yeah, the different thing with the 2 other races with the DCL is that in DCL we use drones that are much heavier than the drones we're used to. So every pilot has to adapt to that new thing. And that's also what's really special about DCL, that there's a chance for every team and every pilot to be really good in the race, because it's much more different from the usual races. Ja, also jeder Pilot hat eigentlich seine eigene Routine an den Tag davor, in den Wochen davor und so trainieren vor allem. Wir versuchen uns aber alle in den Tagen und Wochen davor auf die DCL-Kopter einzuschließen, nachdem wir hier ein Mindestgewicht von 700 Gramm haben und das ein deutlicher Unterschied ist von dem Gewicht, das wir gewohnt sind bei normalen Rennen. Das ist auch das Besondere an der DCL eben, dass wir dadurch, dass jeder Pilot sich daran gewöhnen muss, aus jedem Team, das Rennen komplett neu gemischt wird und dadurch jeder in jedem Rennen eine wirklich sehr gute Chancen hat. I got one more question about the tactics to the team managers, because
in quarterfinal and semi-final you can't use the same pilots for the single heats. So do you prepare yourselves by knowing if I fly against Conrad, I know which kind of pilots I use myself in the quarterfinal? You know, do you always play it safe and use the best pilot in the quarterfinal so you're safe in the semis? How are those tactics in your mind? Also es geht jetzt im Wesentlichen darum, wie die Teamowner, die Teammanager die Teams für die Finalläufer aufstellen. Es gibt ja eine sogenannte Q-Card und der Teamowner dann Piloten eintragen, die dann gegen ein unbekanntes Team und unbekannte Piloten zu diesem Zeitpunkt zumindest noch antreten müssen. Wir sind auf Nummer sicher gegangen, weil wir gegen also in unserem Viertelfinale oder Halbfinale gegen Rotorama gegangen ist und die waren ja Boardleader in dem Moment. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir schicken unsere stärksten Piloten rein. Man kann natürlich die Taktik auch andersrum aufziehen und hoffen, man kommt mit den etwas schwächeren Piloten durchs Viertelfinale und kann dann im Halbfinale noch mal punkten. Our tactics this time, for example, was because we went against Rotorama, which was the board leader. We took our best pilots, our best two pilots for the quarterfinal to have a good chance to point. Because if you don't make it through the quarterfinals, you get no points. That's the problem. Yeah, that's exactly also for the same for the Conrad team. We are deciding in the same way. It's always depending on the race situation. That means if we go with a very strong team, we have to put the very fast pilots on top. And if you go with a weaker team, then we go with the slowest pilots in the race. That's very simple. At least we want to win, and we place the best pilots at the time we need them. Yeah, I think it's become a strategy through the season. I think all the teams and team managers analyse the qualifying times to give us a bit of a yardstick of the pace of all the pilots that we're competing against, and we'll probably adjust our tactics depending on which team we're racing against. Sometimes two very fast pilots might not have qualified high, so they might well be in a team that's 8, but they've got two very fast pilots, and in that scenario you know they're going to put their fastest pilots up against you in the quarterfinal. You probably want to defend against that. Other times we've had a policy of splitting a really fast pilot into each heat and then the third and fourth to kind of average it out. So if you do well in the quarterfinals, you've still got a strong hand in the semifinals. So it's an adaptive strategy depending on who you're against. Ja, ist ja auch immer ein bisschen ein Ballonspiel, weil man vorher nicht genau weiß, wer tritt dann wirklich gegen wen an. Deswegen muss man sich von vornherein entscheiden, gehen wir aufs Ganze und haben dann vielleicht schlechtere Karten im Halbfinale, fahren dann aber Punkte ein, dadurch, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind. Das muss dann jeder das Team für sich selber entscheiden. Ja, es geht entweder auf oder nicht. So, ein Question? Ja, wenn das nicht Ja, bekommt man eigentlich als Pilot mit, wenn der andere abstürzt, sag ich mal? Man hat jetzt öfters gesehen, der erste ist weg und der zweite ist dann meinetwegen irgendwo hängen geblieben. Bekommt man das mit, weil man sitzt ja vor der Brille und hat eigentlich nur sein eigenes Bild vor Augen? So, as a pilot, do you realize what happens to the other pilots if another pilot crashes or someone else? Do you realize that? Yeah, we have in this race we had our spare pilot, who's a really good pilot as well. And he knows also what's going on in the race, how the race works. So we had him on the stage with us, and he watched on the monitor the feeds of the video, and he tells us if the other teams ahead and who is out. So if we still need to push and speed up, or if we can slow down a bit. In German, please. Ja, also wir hatten in dem Fall unseren Spare-Piloten, der auch ein sehr guter Pilot ist und eben den Rennablauf kennt, mit auf der Bühne. Der hat die Feeds oben auf dem Monitor beobachtet und uns eben dann gesagt, ob das andere Team jetzt in Führung liegt, wer von uns schon draußen ist und uns eben die wichtigen Informationen gegeben, ob wir noch mehr pushen müssen oder ins Crash gehen müssen, ähnliche Sachen, dass wir uns wirklich rein auf das Rennen konzentrieren können. Man sieht ja auch im Live-Feed, die haben totalen Tunnelblick. Sie sehen nicht, was rechts, links, oben oder hinter ihnen passiert, sondern wir müssen dann schon eine Ansage kriegen, mach langsam und der andere ist getrieben.
gecrashed oder so. Ne? Außer Sie sehen natürlich vorne, dass da einer ins Netz geflogen ist. Sie können einfach beides sehen. Es gibt auch Piloten, die möchten das gar nicht unbedingt hören dann in dem Moment. Es kommt natürlich auf die Situation drauf an. In dem Moment, wenn man sagen kann, man ist safe, dann ist es gut, den Piloten zu beruhigen, damit er auch sauber nach Hause fliegen kann. Wenn nur einer gecrasht ist, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass es auch gleichzeitig der Sieg ist oder ein Punkt ist. Bedeutet letztendlich, manche Piloten möchten gecoacht werden, manche möchten gar nichts hören. Und das ist dann, weil es irritiert wird. Wie tastet man sich eigentlich an den, ich habe da noch die Frage, wie tastet man sich eigentlich an den Kurs heran? Ne? Also, RCK ist einfach, Strecke sieht man, fährt man, ne? Aber jetzt dreidimensional, gibt es das Layout vorher, trainiert man dafür, gibt es da irgendwelche, ich sag mal einen Simulator oder so, wo man vorher probiert, also How do you get used to the track? Because of course with cars you can see and drive it, but here in 3D it's much more complicated. So how do you get used to the track? And how many hours do you need to get used to the track to fly then in full pace and in full competitive mode? With DCL we have the great opportunity that DCL always creates a track on a simulator called Liftoff, and we can download the track and practice on it, and that gives you an idea of how the track works and how your line could be, but the real track is always a bit different, so before every race we do a track walk and look at the critical points of the track. Bei der Drohnen-Champions League haben wir das Glück, dass die Tracks in Liftoff vorher designt werden, mit allen Änderungen, mit den ganzen Punkten. Simulator. Okay. Und dann bekommen wir die zum Download und dürfen darauf fliegen und können uns schon mal so eine Idee holen, welche Linie wir nutzen könnten, was die kritischen Punkte werden könnten. Allerdings ist der richtige Track natürlich nochmal ein Unterschied zu dem Simulator-Track. Und deswegen machen wir vorher mehrere Trackwalks und schauen uns die kritischen Punkte von jedem Track nochmal einzeln an. Okay. Gut, dann die Frage, ich glaube, du willst auch. Willst du gar nicht wissen? So the question was, how many hours do you train per week? It depends on each pilot. Some pilots feel more confident when they have more practice, some pilots don't. I personally don't do a lot of practice. I do more freestyle practicing than racing. But it always depends on the pilots. But most of the pilots play a lot of simulator, like 2 to 3 hours at least per week. Also es kommt immer auf den Piloten an. Manche fühlen sich wohler, wenn sie viel trainieren vorher, manche fühlen sich wohl, wenn sie weniger trainieren. Ich persönlich fliege hauptsächlich Freestyle und eher weniger Renntraining. Allerdings die meisten Piloten von uns in der Champions League fliegen halt wirklich Simulator vor, um den Track einfach mal wenigstens schon mal gesehen zu haben. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich ein herzliches Dankeschön an das Podium für die Teilnahme, an Ihnen, meine Damen und Herren, für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz. If there aren't any more questions.